Deutsch lernen durch Hören. Tanzschule Flinkerfuß, Marion Schönbein am Apparat. Guten Tag. Ja, guten Tag. Hier ist Marika Röck. Meine Freundin hat sie mir empfohlen. Ich würde gerne wissen, wann der nächste Tango-Kurs stattfindet. Ah ja, einen Moment bitte. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich verbinde Sie mit der Tango-Abteilung. Frau Pavlova kann Ihnen da weiterhelfen. Tango-Abteilung Pavlova, guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, guten Tag. Hier spricht Marika Röck. Meine Freundin sagt, wenn ich Tango lernen will, bin ich bei Ihnen richtig. Wann beginnt denn der nächste Kurs? Da hat Ihre Freundin aber recht. Wir starten wieder nach den Weihnachtsferien. Am 20. Januar beginnen die nächsten Kurse. Waren Sie schon einmal bei uns? Nein, aber ich habe ein Jahr in Argentinien gelebt und dort ein paar Kurse besucht. Ein paar Schritte kann ich. Ich bin mir aber nicht sicher, ob man das schon als Können bezeichnen kann. Ich frage mich, ob ich lieber einen Anfängerkurs buchen soll. Das kann ich natürlich so auch nicht einschätzen. Am besten, Sie machen eine Probestunde, dann können Sie selber sehen, auf welchem Stand Sie sind. Muss ich da zu Ihnen kommen? Kann man das nicht auch im Internet machen? Ich habe da ein Video auf YouTube gesehen. Da werden einem die Schritte und Figuren ziemlich gut erklärt. Einige davon beherrsche ich ganz gut. Diese Videos sind zum Testen nicht so gut geeignet. Es kann sie ja dort niemand ansehen oder beurteilen. Mir wäre es lieber, Sie kommen bei uns zu einer Probestunde vorbei. Das ist für Sie sogar kostenlos. Dann ärgern Sie sich nachher nicht, wenn Sie im falschen Kurs landen. Wann kann ich denn diese Probestunde machen? Wir bieten Tango jeden Mittwochabend an. Um 19 Uhr tanzen die Anfänger, um 20:30 Uhr die Fortgeschrittenen. Und ab 22 Uhr trainieren die Turniertänzer. Sie können gern den ganzen Abend dabei sein. Ein Kurs läuft gerade. Sie können morgen direkt kommen. Das passt ja perfekt. Da habe ich Zeit. Eine Frage habe ich aber noch. Wie lange dauert der Kurs? Achten Sie darauf, dass gleich viel Männer und Frauen teilnehmen? Oder muss ich vielleicht mit einer Frau tanzen? Ein Tango-Kurs geht über 2 Monate. Wir machen jeweils einen Kurs alle 3 Monate. Natürlich gibt es immer ausreichend Tanzpartner zur Auswahl. Im Notfall springt unser Praktikant Juan gerne ein. Und es ist immer einmal in der Woche Unterricht? So wie Sie es vorhin sagten? Ja, genau. Aber wenn der Tag ein Feiertag ist, dann holen wir den Termin nach. Aber der Wochentag ist immer gleich. Das hört sich alles sehr gut an. Dann komme ich morgen Abend wegen der Tanzprobe. Tausend Dank für Ihre Beratung. Aber gerne. Wir sehen uns morgen Abend. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Reisebüro Hanse Travel, Meister am Apparat. Was kann ich für Sie tun? Dudendorf, guten Tag. Ich habe eben Ihren Brief mit der Stellenzusage bekommen. Guten Tag, Herr Dudenhof. Ja, wir haben uns nach unserem Gespräch für Sie entschieden. Das freut mich riesig. Ich bin ganz aufgeregt. Jetzt habe ich noch eine Frage. Ich soll mit Ihnen einen Termin machen wegen der Unterschrift unter dem Arbeitsvertrag. Wann passt es Ihnen denn am besten? Also den Vertrag habe ich Ihnen ja mit der Zusage zusammen schon zugeschickt. Den können Sie sich schon mal durchlesen. Jetzt schauen wir nach einem Termin. Moment. Ich habe in der nächsten Woche nachmittags ab 17 Uhr keine Termine eingetragen. Da könnte ich jeden Tag. Passt Ihnen das so spät noch? Ja, das kann ich gut einrichten. Bei mir wäre der Mittwoch am günstigsten. Also Mittwoch um 17 Uhr. Gut. Brauchen Sie noch Unterlagen von mir? Soll ich noch etwas mitbringen? Moment, ich schaue mal kurz in die Akte. Ja, wir brauchen Ihre Sozialversicherungsnummer, Ihre Krankenversicherung. Am besten die Gesundheitskarte mitbringen. Da steht ja alles drauf. Moment kurz, ich notiere mir das. Sozialversicherungsnummer, Krankenversicherungskarte.
Noch etwas? Ja, Ihre Steuer-ID. Die steht auf Ihrem Steuerbescheid. Und die Steuerklasse. Dann muss ich das mal raussuchen. Ja, was noch? Ein polizeiliches Führungszeugnis und Ihren Personalausweis. Ausweis. Ja, den habe ich immer dabei. Wozu brauchen Sie ein Führungszeugnis? Nun, Sie arbeiten bei uns mit sensiblen Daten. Da ist es schon wichtig, dass Sie eine weiße Weste haben. Ja, natürlich. Wo bekomme ich das? Das beantragen Sie in Ihrer Stadt im Bürgerbüro. Die Kosten ersetzen wir Ihnen natürlich. Wenn Sie das heute noch beantragen, ist es sicher am Mittwoch bei Ihnen. Gut, dann laufe ich gleich mal los. Nicht so schnell, Herr Dudenhof. Wir brauchen noch Ihre Bankverbindung für die Gehaltszahlung. Und falls Sie Kinder haben, noch das Stammbuch der Familie. Puh, ganz schön viel. Nein, ich bin ledig und kinderlos. Soweit ich weiß. Und für die Firmen-Homepage noch ein Foto von Ihnen. Reicht da auch das Bild von der Bewerbung? Ja, das können wir nehmen. Gut. Also Mittwoch 17 Uhr bei Ihnen. Als ich letzte Woche da war, trafen wir uns im Besprechungszimmer. Soll ich dort wieder hinkommen? Nein, das machen wir in meinem Büro. Bitte einfach am Eingang links den Gang heruntergehen. Die Glastür. Mein Name steht außen auf dem Schild. Super, danke. Ich freue mich sehr. Dann bis Mittwochnachmittag. Ja, bis dann. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören, Herr Meister. Hallo Bernd, hier ist Katja. Du, ich bin schon in Bamberg. Was? So früh schon? Es ist doch erst 6:30. Ich bin auch im Büro und habe gleich noch einen Termin. Ja, ich weiß. Es ging schneller bei mir als gedacht und ich konnte einen Zug früher erwischen. Sag mal, kannst du mich vielleicht abholen? Ich stehe vor dem Hauptbahnhof. Oh, das ist schade. Das geht leider nicht. Ich muss noch mindestens bis 20 Uhr im Büro sein. Ein wichtiger Termin, du weißt schon. Aber du kannst auch ein Taxi nehmen. Ich wohne im Sonnenweg 32. Meine Freundin Susanne ist schon zu Hause. Sie wird sich so lange um dich kümmern. Ach was, das Taxigeld spare ich mir. Ich kann auch mit dem Bus fahren. Ist das die Linie 21? Nein, die 21 fährt zum Stadion. Zum Sonnenweg fährt die 20. Vom Hauptbahnhof Richtung Kongresszentrum. Du musst an der Haltestelle Lutherstraße aussteigen und dann über die Straße gehen. Da ist ein Zebrastreifen. Dann rechts in den Sonnenweg abbiegen. Okay, so mache ich das. Weißt du, wie oft der Bus fährt? Oh, ich bin lange nicht mit dem Bus gefahren, aber ich sehe ihn ständig. Also wird er bestimmt alle 15 Minuten fahren. Die Fahrzeit ab Hauptbahnhof ist kurz, nur 9 oder 10 Minuten. Das hört sich prima an. Dann nehme ich den Bus. Kann ich noch etwas zum Essen mitbringen? Ich sehe einen Supermarkt und könnte noch kurz da reingehen. Tofu, Sojamilch, Tomaten. Ich habe nicht vergessen, dass ihr vegan lebt. Tomaten und Tofu haben wir im Haus, aber uns fehlt etwas Hummus. Kannst du den noch kaufen? Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich kann auf dem Heimweg noch schnell beim Bioladen vorbeigehen. Nein, kein Problem. Ich bin ja direkt vor dem Laden und viel zu früh dran. Ich kauf das. Welchen Hummus magst du denn am liebsten? Mit Chili. Oder soll ich einfach 2 verschiedene kaufen? Dann haben wir die Auswahl. Ja, so mache ich das. Ich habe den gesehen mit Chili, also Samurai heißt das. Ja, stimmt. Gut, dann sehen wir uns nachher. Ich hoffe, ich störe wirklich nicht. Der Besuch ist ja doch sehr spontan. Nein, du störst nicht. Susanne freut sich schon, dich endlich kennenzulernen. Wir machen uns einen schönen Abend und du schläfst dann auf dem Sofa. Morgen habe ich frei und wir können etwas zusammen unternehmen. Einen Spaziergang vielleicht oder wir gehen wandern. Die Landschaft ist wunderschön hier. Das Wetter passt auch. Wir könnten ein Picknick machen. Also gut. Ich mache mir immer zu viele Sorgen, dass ich dich störe. Picknick klingt gut. Feste Schuhe zum Wandern habe ich dabei. Also dann, ich freue mich auf dich. Bis nachher. Ja, bis nachher. Wir freuen uns auch auf dich. Gib nicht so viel Geld beim Einkaufen in der Großstadt aus.
Irene, warst du schon mal in Polen? Nein, Jan. Du? Ja, letztes Jahr. Wo warst du genau? Ich war in Krakau und in Warschau. Da habe ich die Altstadt besucht. Schöne Plätze, bunte Häuser, ruhige Höfe. Aber die Altstadt ist erst 60 Jahre alt. Wie bitte? Hab ich dich richtig verstanden? Ja, die Altstadt ist erst 60 Jahre alt. Altstadt und erst 60 Jahre alt. Das verstehe ich nicht. Die Altstadt von Warschau war völlig zerstört. Wann war das? Im Zweiten Weltkrieg, 1944. Und gleich nach dem Krieg hat die Regierung den Wiederaufbau geplant. Was heißt Wiederaufbau? Die Polen haben ihre zerstörte Hauptstadt im alten Stil wieder aufgebaut. Und als Vorlage haben sie alte Pläne und Bilder benutzt. Ich verstehe. Die Polen haben die Altstadt von Warschau genauso aufgebaut, wie sie vor dem Krieg war, mit allen Details. Genau. Dann fahren wir nächstes Jahr nach Warschau. Also um 2:45. Gut. Dann sehen wir uns heute Abend, ja? Ja, bis dann. Wer hat da gerade angerufen? Mein Kollege aus Berlin. Er hat mir gerade gesagt, dass er früher kommt. Er wollte eigentlich erst um 6 Uhr da sein, aber jetzt hat er einen anderen Zug genommen. Ja, und? Naja, jetzt ist er schon um 2:45 am Bahnhof. Eva, du musst mir helfen. Was? Wieso? Wo ist das Problem? Ich kann ihn nicht abholen. Ich muss doch ins Büro. Bitte, Eva, du musst das für mich machen. Du musst ihn vom Bahnhof abholen. Was? Ich? Aber ich kenne ihn doch gar nicht. Wie soll ich ihn denn finden? Ach ja, das stimmt ja. Du kennst ihn ja gar nicht. Warte mal. Du findest ihn ganz bestimmt. Er ist ziemlich groß und... Wie groß? Größer als du? Ja, ja. Er ist bestimmt 10 Zentimeter größer als ich. Und was noch? Wie sieht er denn aus? Hat er einen Bart? Trägt er eine Brille? Nein, nein, er hat keinen Bart. Aber ja, er hat eine Brille. So eine kleine, schmale Brille, weißt du, dein Vater hat auch so eine. Ah ja, das ist gut. Also groß und mit schmaler Brille. Ich finde ihn schon. Ja, das ist bestimmt kein Problem. Du musst nur pünktlich am Bahnhof sein. Ach, da fällt mir noch etwas ein. Er trägt immer schreckliche Krawatten, ganz bunt und jetzt weiß ich, dass du ihn sicher findest. Was ist denn? Hat er vielleicht rote Haare? Nein, er hat schwarze Haare, aber er hat einen Ring im linken Ohr. Was? Einen Ring im Ohr? Wie alt ist der denn? Ich weiß nicht genau. Er ist noch ziemlich jung, glaube ich, aber jetzt muss ich gehen, bitte vergiss es nicht. Der Zug kommt aus Berlin. Um 2:45 ist er da. Alles klar, ich mach das schon. Nino, wohnst du gern alleine? Bist du ein sogenannter glücklicher Single? Nein, nicht unbedingt. Ich würde schon gern mit jemandem zusammenwohnen, aber zuerst muss ich meine Traumfrau mal finden. Ist es denn so schwer? Natürlich ist es schwer. Denn wo findet man so einfach eine nette, intelligente Frau zwischen 30 und 35? Ich bin sicher, dass es viele nette, intelligente Frauen gibt. Ja, aber die haben alle schon einen Freund. Oder sie haben keinen Sinn für Humor. Oder interessieren sich nicht für meine Hobbys, also für Jazzmusik und Sport. Denn ein bisschen sportlich sollte sie schon sein. Und wie soll sie aussehen, deine Traumfrau? Weißt du, es ist für mich nicht so wichtig, dass sie schön ist. Wichtiger finde ich, dass sie kreativ und optimistisch ist. Pessimistische Frauen kann ich nicht leiden. Du, ich habe eine Idee. Warum probierst du nicht mal die Online-Partnersuche aus? Meinst du, dass das funktionieren könnte? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja, sicher. Komm, ich zeige dir einige Internetseiten. Dann erzählen Sie mal ganz in Ruhe. Also, Ihre Handtasche ist weg. Ja, nein,
Gestohlen? Der Mann hat mir meine Handtasche gestohlen, weggerissen hat er sie. Verstehen Sie? Er hat sie mir einfach aus der Hand gerissen. Einfach so aus der Hand gerissen. Das ist doch... Ja, das habe ich schon verstanden. Jemand hat Ihre Handtasche gestohlen. Nun erzählen Sie mal ganz in Ruhe. Wie ist denn das passiert? Er hatte schwarze Haare und einen Bart. Ja, er hatte einen schwarzen Bart. Es war ein Mann mit einem schwarzen Bart. Er hat mir die Handtasche weggerissen. Und wo ist das passiert? Na, in der U-Bahn am Goetheplatz. Da wollte ich aussteigen. Da steige ich immer aus, weil ich da wohne. Also, ich wollte gerade aussteigen. Da ist es passiert. Da ist dieser Mann gekommen. Wie hat denn dieser Mann ausgesehen? Das habe ich doch schon gesagt. Er hatte einen Bart, einen schwarzen Bart. Und er war klein. Ja, also groß war er nicht. Er war klein. Und was noch? Das weiß ich nicht. Das ist alles so schnell gegangen. Nein, doch. Er hatte eine Brille. Nein, keine richtige Brille. Das war eine Sonnenbrille. Ich konnte seine Augen nicht sehen. Er hatte eine große Sonnenbrille. Also, es war ein kleiner Mann mit einem schwarzen Bart und einer großen Sonnenbrille. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ich wollte gerade aussteigen. Da hat er ganz plötzlich neben mir gestanden. Ich habe ihn vorher gar nicht gesehen. Und dann hat er Ihnen die Handtasche weggerissen. Ja, er hat mir die Handtasche weggerissen und dann ist er weggerannt. Was hatten Sie denn in Ihrer Handtasche? Naja, meine Tabletten natürlich und Fotos von meinen Kindern und ein Taschentuch und eine Banane und einen Brief von meiner Tochter und... Kein Geld? Keine Scheckkarte? Nein, ich hatte kein Geld dabei. Ich habe doch nur meine Freundin besucht, da brauche ich doch kein Geld. Auch keine Scheckkarte? Scheckkarte? Ich habe gar keine Scheckkarte. Na, da haben Sie ja noch Glück gehabt. Ja, aber ich will meine Handtasche wieder haben. Natürlich. Jetzt müssen wir erst einmal ein Protokoll schreiben. Sarah, kannst du mir helfen? Ja, was ist los, Opa? Ich glaube, dass mein Handy kaputt ist. Es funktioniert nicht mehr. Warte, einen Moment. Das haben wir gleich. So, das war's. Jetzt geht es wieder. Warum hat das Handy nicht funktioniert? Weil die Tastensperre eingeschaltet war. Ach, das war früher alles viel einfacher. Es war einfacher, weil es das alles nicht gab. Tastensperre. Kein Telefon hatte eine Tastensperre. Das hatten wir alles nicht. Alles wird immer komplizierter. Als alter Mensch kommt man da nicht mehr mit. Aber nein, ich finde, dass alles einfacher wird. Heute kannst du immer und überall telefonieren, weil es Handys gibt und du keine Telefonzellen und keine Münzen mehr brauchst. Aber ich will ja gar nicht überall telefonieren. Ein Telefon zu Hause ist eigentlich genug. Jetzt haben wir 3. Früher hatten wir das alles nicht. Keinen Fernseher, keinen Computer, keine CDs, keine DVDs, keine CD-ROMs. Da war das Leben aber auch viel langweiliger. Naja, vielleicht schon. Wir sind halt tanzen gegangen. Oder einmal in der Woche ins Kino. Ups, ich muss gehen, Opa. Es ist schon 2:30. Ich habe noch einen Kurs am Nachmittag. Die Schule war früher auch anders. Du bist ja dauernd unterwegs. Ich finde, dass du viel zu viele Kurse, Hausaufgaben, Tests und Prüfungen hast. Wir hatten viel mehr Freiheiten. Ja, das war früher dann vielleicht wirklich besser. Wann beginnt denn dein Kurs? Um 2:45. Und das schaffst du noch? Ich habe ja mein Moped. Ach ja, dein Moped. Aber pass gut auf, der Verkehr. Ja, ich weiß. Das war früher auch besser. Da waren wahrscheinlich keine Autos auf der Straße. Stimmt. Der Verkehr war kein Problem. Weniger Hausaufgaben und weniger Verkehr? Klingt nicht schlecht.
Andererseits aber auch kein Moped, kein Handy und kein Computer. Man kann halt nicht alles haben. Tschüss, Opa. Tschüss, Sarah. Und pass auf! Gut, dass man Enkelkinder hat. So, jetzt ruf ich Otto an. Hä? Was ist jetzt los? Das Ding funktioniert schon wieder nicht. Wie war das? Tastensperre? Guten Morgen, Sandra. Wie war dein Wochenende? Total super. Ich war bei meinen Eltern und habe mich verwöhnen lassen und viele alte Freunde getroffen. Oh, das klingt gut. Und wie hat dir der Tatort gestern gefallen? Den habe ich leider gar nicht gesehen. Der Zug hatte Verspätung. Deshalb war ich erst um 10 zu Hause. Habe ich etwas verpasst? War er gut? Ja, er war ziemlich gut. Echt spannend. Wo hat er denn gespielt? In Kiel. In Kiel? Ach, mit Borowski und Sarah Brandt? Und der war wirklich gut? Aber die Geschichte ist doch beim Kieler Tatort oft ein bisschen langweilig. Nö, also der Tatort gestern war auf jeden Fall überhaupt nicht langweilig. Im Gegenteil, er war total spannend und interessant. Außerdem haben die Schauspieler Axel Milberg und Sibel Kekilli wieder super gespielt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Sibel Kekilli ist ja auch total sympathisch. Mit ihr gefällt mir der Tatort viel besser. Ja, die beiden haben super zusammengespielt und die Dialoge waren witzig. Also, wenn du mal einen spannenden Tatort aus Kiel sehen möchtest, du kannst ihn dir ja noch 7 Tage in der Mediathek angucken. Ja, mal sehen. Ich weiß noch nicht. Ich gucke den Tatort ja sonst immer in der Kneipe. Zu Hause macht es ja nur halb so viel Spaß. So, ich muss leider weitermachen. Wir sehen uns später in der Kantine, oder? Ja, bis dann. Hallo Eva. Sehen wir uns am Wochenende im Schwimmbad? Ich kann nicht, Jan. Meine Schwester heiratet. Wirklich? Das gibt's nicht. Wen denn? Erinnerst du dich noch an Klaus? Warte mal. Klaus. Ist das der Junge, mit dem deine Schwester in der Schulband gespielt hat? Ja, genau der. Der große, schlanke. Klaus war niemals groß und schlank. Er ist kleiner als ich und ziemlich kräftig. Klaus. Das war schon der Junge mit der Gitarre, oder? Der Blonde mit den blauen Augen. Stimmt, Klaus spielt Gitarre, aber er hat dunkle Haare und braune Augen. Aber damals war er sicher blond. Seit wann sind die beiden denn schon zusammen? Noch nicht so lange. Es hat einige Zeit gedauert, bis sie sich näher gekommen sind. Klaus ist ein bisschen schüchtern. Wirklich? Vielleicht ist das dann doch nicht der Klaus, den ich meine. Ich habe da nämlich ganz andere Geschichten gehört. Klaus hat einige Mädchen zum Weinen gebracht. Wie meinst du das? Schüchtern ist der auf keinen Fall. Treu auch nicht, eher egoistisch und rücksichtslos. Habe ich gehört. Egoistisch und rücksichtslos? Das ist sicher nicht der Klaus, den meine Schwester am Wochenende heiratet. Du musst dich irren. Warte, vielleicht habe ich sogar noch ein Foto von der Band. Mir hat damals der Schlagzeuger so gut gefallen. Ja, da ist es. Genau, da ist er. Der Typ, neben dem deine Schwester steht und singt, das ist Klaus. Jetzt ist alles klar. Das ist Hannes. Der spielt auch Gitarre, aber Leadgitarre. Klaus hat damals Bassgitarre gespielt. Er ist der Junge, der ganz hinten neben dem Schlagzeuger steht. Ach, das ist Klaus. Auf dem Foto kann man ihn gar nicht richtig erkennen. Bist du sicher, dass er damals nicht blond war? Jetzt hör schon auf. Guten Abend. Wir haben einen Tisch für 2 Personen bestellt, auf den Namen Klein. Guten Abend.
Ja, kommen Sie bitte mit. Hier, bitte. Das ist Ihr Tisch. Danke. Und hier ist die Speisekarte. Bitte. Was möchten Sie trinken? Ein Bier, bitte. Pilz oder Export? Ein Pilz. Für mich ein Spezi, bitte. Ein Spezi? Was ist das denn? Cola und Fanta gemischt. Das trinke ich oft. Rumpsteak, Kräuterbutter, Bratkartoffeln und Salat. Das klingt ja herrlich. Ich glaube, das nehme ich. Und du? Ich weiß nicht so recht. Ich glaube, jetzt musst du mir mal helfen. Ich weiß ja gar nicht, was das alles ist. Schneegestöber klingt ganz nett, aber Schnee wird es hier ja wohl nicht geben, oder? Nein, Schneegestöber ist eine typische Frankfurter Kleinigkeit. Das ist eine Mischung aus Camembert und Frischkäse. Mit Zwiebeln, Paprika und Pfeffer gewürzt. Dazu trinkt man am besten einen sauergespritzten. Das ist ein Apfelwein mit Mineralwasser. Aber das ist kein richtiges Abendessen. Und was ist Schlachtplatte? Jede Menge Wurst und Fleisch. Ich glaube Blutwurst, Leberwurst, Dörrfleisch, Rippchen und natürlich Sauerkraut. Ziemlich fett und schwer. Aber wer es mag... So, ein Spezi, ein Pilz. Zum Wohl. Danke. Ja dann. Prost. Prost. Handkäse mit Musik. Das klingt ja auch sehr interessant. Das ist ein spezieller magerer Käse mit Zwiebeln, Essig und Öl. Also, das esse ich gar nicht. Und wo ist die Musik? Zwiebeln, Essig und Öl. Das ist die Musik. Und wenn man das isst, dann gibt es manchmal Musik. Ach so. Und strammer Max? Was ist das? Auch nichts Richtiges. Nur ein Brot mit Spiegelei und Schinken. Oh, das reicht mir nicht. Und Jägerschnitzel? Kannst du mir das auch erklären? Wiener Schnitzel kenne ich ja. Ist das dasselbe? Nein, das ist ein Schnitzel mit einer Soße, viel Soße, aus Champignons, Sahne und Kräutern. Champignons esse ich gern. Ich glaube, das probiere ich mal. Ja, mach das. Das schmeckt bestimmt gut. Magst du vorher eine Suppe? Ja, gern. Ja, was nehmen wir denn da am besten? Ich frage mal nach der Tagessuppe. Herr Ober, wir möchten bestellen. Ich komme sofort. So, was darf ich Ihnen bringen? Ich bekomme einen Jägerschnitzel, bitte. Und ich ein Rumpsteak. Und dann hätten wir gern noch eine Suppe als Vorspeise. Was ist denn die Tagessuppe? Das ist eine Hühnersuppe mit Nudeln. Ach nein, das passt nicht zum Steak. Dann nehme ich lieber die Tomatencremesuppe. Sehr wohl. Und Sie? Möchten Sie auch eine Suppe? Ja, ich nehme die Tagessuppe. So, einmal Jägerschnitzel. Das ist für mich. Und einmal Rumpsteak für Sie. Guten Appetit. Guten Appetit. Gleichfalls. Das Rumpsteak ist lecker. Wie schmeckt dir denn das Schnitzel? Sehr gut. Aber du hattest recht. Es ist ein bisschen viel Soße dabei. Heinzi, du zitterst ja. Der Wahnsinn. Stell dir mal vor, 7 Mal um den ganzen Park. Ich bin in meinem Leben noch nicht so weit gelaufen. Oh, meine Beine, mein Rücken. Oh, ach was. Denk lieber an die vielen Kalorien, die du schon losgeworden bist. Guten Appetit. Was ist das? Deine Diät. Du willst doch abnehmen, oder? Ja, schon, aber... Gekochte Pilze, geraspelte Karotten, Gurkenscheibchen. Zusammen nicht einmal 200 Kalorien. Und hier kommt dein Früchtetee. Früchtetee? Ohne Zucker. 0 Kalorien. Davon darfst du trinken, so viel du willst. Heinzi? Was ist denn? Karl-Heinz? Toll. Muss ich das Zeug wohl selber essen? Ah, Eddie. Hast du Karl-Heinz gesehen? Ja. Er sitzt in seinem Zimmer und stopft sich voll mit Chips und Schokolade. Hab ich's doch geahnt. Und dazu singt er: Hallo Frauen, kommt mal her, ich bin euer Knuddelbär. Jetzt fehlt nur noch eines.
Was denn? Ach so. Ja. Möchtest du etwas von den Pilzen? Nein. Ja, hallo, hier spricht Claudia. Hallo Claudia, hier ist Susi. Wie geht's? Oh, danke, gut. Und dir? Danke, auch gut. Wir haben uns ja eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ja, wir sollten uns unbedingt mal wieder treffen. Aber sag mal, kannst du mir mal den Markus geben? Ist er da? Ja, klar. Einen Moment. Ich hole ihn schnell an den Apparat. Also, tschüss und mach's gut. Tschüss. Hallo Susi, wie geht's dir denn? Danke, gut. Sag mal, wir wollten doch schon lange mal eine Tour mit den Inline-Skates machen. Also am nächsten Wochenende, da hätte ich endlich mal Zeit. Was meinst du? Und das Wetter scheint ja schön zu werden. Ja, richtig, das wollten wir mal machen. Aber eigentlich wollte ich mit Willi klettern gehen. Das ist jetzt natürlich doof. Ach komm, ihr geht doch fast jedes Wochenende klettern. Habt ihr das dann schon fest ausgemacht? Ja, nein. Ja doch, ich meine eigentlich schon. Du weißt doch, der Willi wird immer gleich sauer. Ja, so ganz fest war das zwar noch nicht, aber du kennst den ja. Wann wolltet ihr denn in die Berge? Das haben wir noch nicht so genau besprochen. Und wenn wir uns am Sonntag treffen und du gehst mit Willi am Samstag klettern? Falls dir das nicht so anstrengend ist. Hey, was soll denn das heißen? Aber gut, so können wir es machen. Okay, prima. Also, dann würde ich sagen, ich komme am Sonntag so gegen 8 bei dir vorbei. Du, ich weiß schon eine super Tour. Da fahren wir erstmal ein Stück mit dem Auto Richtung Innsbruck und dann... Mach mal die Türe zu, bitte. Sonst kann er uns vielleicht hören. Willst du einen Kaffee? Ja, gern. Also, jetzt erzähl doch mal. Also, der Typ ist einfach schrecklich. Alle Frauen im Büro finden ihn toll, weil er so gut aussieht. Aber ich muss mit ihm arbeiten. Ein schrecklicher Typ ist das. Wieso? Was macht er denn? Ach, dauernd macht er blöde Witze. Ja und? Was machst du da? Was soll ich machen? Der merkt einfach nicht, dass ich seine Witze blöd finde. Und überhaupt redet er viel zu viel. Wieso? Was sagt er denn? Meistens redet er über Möbel und Teppiche. Was? War der vorher Möbelverkäufer? Nein, nein. Er ist gerade umgezogen. Er hat eine neue Wohnung. Und jetzt muss er dauernd irgendwelche Sachen kaufen. Ich soll ihm dann Ratschläge geben. Und dazu habe ich natürlich keine Lust. Ja, das verstehe ich. Der Typ geht mir wirklich auf die Nerven, weil er so viel redet. Wie soll ich denn da arbeiten? Kannst du ihm nicht sagen, dass du keine Zeit hast? Naja, das ist doch unhöflich, oder? Ich weiß nicht. Schließlich musst du ja auch deine Arbeit machen. Und noch was. Das geht mir auf die Nerven. Der Typ trinkt nur Milch. Wenn er morgens ins Büro kommt, hat er 2 Liter Milch dabei. Dann trinkt er erst einmal ein Glas. Vorher fängt er nicht mit der Arbeit an. Das ist doch nicht normal, oder? Trinkt er nie Kaffee? Nein, Kaffee trinkt er nie, nur Milch. Also ich finde das schrecklich. Und dann, also er sieht ja gut aus, aber Geschmack hat er nicht. Weißt du, was für Socken er immer trägt? Weiße. Immer hat er weiße Socken an. Das sieht doch einfach lächerlich aus. Ja, das finde ich auch. Und dann hat er Angst vor dem Chef, glaube ich. Jedenfalls ist er immer sehr nervös, wenn der Chef ins Zimmer kommt. Naja, er ist ja noch neu. Ich war am Anfang auch nervös. Trotzdem, ich finde das blöd. Dabei hat der Chef noch nie bemerkt, dass er morgens meist zu spät kommt. Und warum kommt er zu spät? Ach, da hat er Probleme mit seinem Auto. Dauernd ist irgendwas kaputt. Das geht doch nicht. Ich bin ja auch immer pünktlich. Es tut mir wirklich leid, dass du solche Probleme mit dem Typ hast. Ja, wirklich. Und weißt du was? Heute hat er mich eingeladen. Am Wochenende will er mit mir ins Kino gehen. Und dann will er mir seine neue Wohnung zeigen. Nein, also sowas. Das machst du doch nicht, oder? Naja, schließlich ist er ja mein Kollege. Ja, aber du findest ihn doch so schrecklich. Ja, schon. Aber ich kann doch mal mit ihm ins Kino gehen. Das macht doch nichts.
So, der nächste bitte. Ach, Herr Heidemann, gehen Sie schon mal rein. Danke. Guten Tag, Frau Doktor. Guten Tag, Herr Heidemann. Wo fehlt's denn? Ach, mir geht es gar nicht gut, Frau Doktor. Ich habe immer solche Magenschmerzen. Essen Sie denn zu viel? Oder zu fett? Ich esse nur ganz wenig. Das ist es ja. Ich kann gar nicht viel essen. Ich habe immer gleich solche Schmerzen. Am besten, Sie ziehen sich mal aus und legen sich dahin. So. Tut das weh? Nein. Und das? Oh. Aha. Herr Heidemann, arbeiten Sie viel? Oh ja, das kann man wohl sagen. Ich bin oft bis 8 oder 9 im Büro. Und dann trinken Sie ja auch gerne ein Glas Bier oder Wein. Na ja, sicher, manchmal. Und Kaffee? Ja, natürlich, ich trinke viel Kaffee. Rauchen Sie? Naja, wissen Sie, der Stress im Büro ist halt groß und da raucht man schon sehr viel. Nehmen Sie auch Tabletten? Ja, sicher. Ich habe oft Kopfschmerzen, dann nehme ich auch mal eine Tablette. Nun, Herr Heidemann, dann wollen wir mal eine Röntgenaufnahme machen. Kommen Sie bitte mit. Tja, ich habe jetzt die Ergebnisse. Die Sache ist klar, Sie haben ein Magengeschwür. Ein Magengeschwür? Oh. Ja, leider. Und das ist gefährlich. Also, Sie brauchen jetzt unbedingt Ruhe. Bleiben Sie eine Woche im Bett und dann schreibe ich hier ein Medikament auf, das nehmen Sie morgens, mittags und abends. Und dann dürfen Sie auch erstmal keinen Kaffee trinken. Praxis Dr. Krause, guten Tag. Guten Tag, Armin Völler hier. Ich möchte gerne einen Termin beim Arzt vereinbaren. Was haben Sie für Beschwerden? Ich habe Husten, Schnupfen und Halsschmerzen. Haben Sie auch Fieber? Ja, ich glaube. Dann können Sie heute Nachmittag kommen, um 15 Uhr. Waren Sie schon einmal bei uns? Nein, ich wohne noch nicht so lange in Berlin. Sagen Sie mir bitte noch mal Ihren Namen. Völler. V-Ö-L-L-E-R. Wann sind Sie geboren? Am 21.03.1980. Wie sind Sie versichert? Bei der BKK. Das ist eine gesetzliche Kasse. Danke. Dann bis heute Nachmittag. Danke auch. Auf Wiederhören. München, die Landeshauptstadt Bayerns. In München wohnen circa 1,26 Millionen Menschen. München liegt im Süden von Deutschland und ist die Landeshauptstadt von Bayern. München hat 2 Universitäten, die Ludwig-Maximilians-Universität und die Technische Universität. An der Ludwig-Maximilians-Universität studieren 47.000 Studenten. München hat 71 Theater, 3 große Orchester und 50 Museen und Sammlungen. Die Sammlung der Alten Pinakothek umfasst 9.000 Bilder großer europäischer Maler aus dem 15. bis 18. Jahrhundert. Die bekanntesten Bilder sind von den Malern Albrecht Dürer und Peter Paul Rubens. Die Pinakothek der Moderne zeigt moderne Kunst und Architektur. Sie ist ein international bedeutendes Museum für Kunst aus dem 20. Jahrhundert. Aber München bietet noch viel mehr, zum Beispiel das berühmteste Wirtshaus der Welt, das Hofbräuhaus. Es ist 400 Jahre alt. Insgesamt trinken die Gäste im Hofbräuhaus täglich 1000 Liter Bier. In München findet man auch viele große Firmen wie Siemens, Hersteller von Elektrogeräten, Telefonen und Computern, BMW, Hersteller von Autos, MAN, Hersteller von Lastkraftwagen oder Rodenstock, Hersteller von Brillen.
Ich bin im Ruhrpott aufgewachsen, in einem Vorort von Duisburg. Klar, es ist toll, in der Nähe einer großen Stadt zu leben. Es ist immer etwas los und man hat alle Möglichkeiten. Mit 18 hat mich die Großstadt aber genervt und ich musste weg. Ich wollte etwas anderes sehen. Ich wollte am Meer sein. Ich wollte menschenleere Strände erleben, tropische Wälder mit seltenen Tieren und Pflanzen. All das habe ich in Afrika gefunden. Habt ihr Elsas SMS gelesen? Selbstverständlich, aber ich verstehe das nicht. Sie müsste doch jetzt in Amsterdam sein, aber das auf dem Foto ist nicht Amsterdam. Da bin ich ganz sicher. Das stimmt. Das ist anscheinend München. Das ist zweifellos München. Was tut Elsa in München? Sie müsste doch auf der Konferenz sein. Aber offenbar ist sie nicht dort. Warum nur? Keine Ahnung, aber das ist tatsächlich nicht Amsterdam. Und wer ist der Mann auf dem Foto? Das dürfte ein Bekannter sein. Ich habe den Eindruck, dass das ein sehr guter Bekannter ist. Ich habe gehört, Elsa soll einen Bruder in München haben. Vielleicht ist das ihr Bruder. Der Sänger? Ihr Bruder soll Popsänger sein, habe ich gehört. Er ist angeblich ziemlich gut. Das könnte er eventuell sein. Ja, das ist er wahrscheinlich. Er sieht wie ein Popsänger aus. Nein, da irrt ihr euch. Das ist sicher nicht ihr Bruder. Ihr Bruder ist blond. Wer könnte das sonst sein? Das ist doch ganz einfach. Elsa ist nicht nach Amsterdam geflogen, sondern nach München, weil sie dort einen Freund hat. Und dann? Da kommt gerade noch eine SMS von Elsa. Lies vor. Die Konferenz war super. Ich habe jemanden kennengelernt und wir waren noch einen Tag in München. Jetzt bin ich wieder auf dem Weg nach Hause. Bis bald, Elsa. Na seht ihr, sie war doch in Amsterdam. Aber sie war auch in München. Sag mal, wir könnten doch am Wochenende mal wieder alle zusammen einen Ausflug hier in die Umgebung machen. So ein bisschen unsere neue Heimat kennenlernen. Seit wir umgezogen sind, haben wir immer nur am Haus gearbeitet. Also, dazu hätte ich so richtig Lust. Oh, da müssen wir aber noch was einkaufen. Unser Kühlschrank ist ziemlich leer. Und an diesem Samstag haben die Kinder ja auch noch Schule. Da kommen wir nicht vor 1 Uhr los. Das wird doch ein bisschen zu spät, findest du nicht? Nein, das ist doch kein Problem. Ich kaufe morgen noch die wichtigsten Sachen und wir bereiten schon mal alles vor, sodass wir nach der Schule gleich losfahren können. Oder? Na gut, wenn wir das so machen, dann könnten wir fahren. Schon wieder Hamburger. Du kannst ja auch einen Salat nehmen. Aber hier gibt es gratis Internet. Während wir etwas essen, könnten wir im Internet unseren nächsten Gastgeber suchen. Aber wir wissen noch gar nicht, wohin wir wollen. Bevor wir die nächste Couch suchen, sollten wir unser nächstes Ziel kennen. Sollten wir? Wir könnten auch einfach mal schauen, wo es hier in der Nähe eine freie Couch gibt. Und dann landen wir irgendwo. Nein, ich will zuerst wissen, wohin es gehen soll. Na gut, wir suchen eine Couch, nachdem wir das nächste Ziel festgelegt haben. Also, wohin möchtest du? Wir könnten nach Miami fahren. Klingt nicht schlecht. Wir könnten aber auch nach New Orleans fahren. Das ist kürzer. Wie wär's mit Washington? Washington wollten wir doch auch sehen. In Washington... Während wir hier diskutieren, wird es immer später. Wir müssen für heute irgendwen finden, der uns einlädt. Aber zuerst müssen wir entscheiden, wohin wir fahren wollen. Das können wir auch irgendwann später entscheiden. Wir müssen etwas finden, bevor es dunkel wird. Ach komm, irgendwo können wir sicher übernachten. Ich will aber nicht wieder irgendwo schlafen. Zum Beispiel auf einem Parkplatz im Auto, so wie letzte Nacht. Ich möchte jemanden finden, der für uns heute Nacht Platz hat. Hier, da haben wir schon jemanden. Das ist ganz in der Nähe, in Columbus. Da ist die Wegbeschreibung. Above the river, also oberhalb des Flusses die Hauptstraße entlang
Und dann? Was heißt oberhalb des Flusses? Na, eben nicht unterhalb des Flusses. Die Hauptstraße liegt anscheinend über dem Fluss. Ein bisschen höher wahrscheinlich. Okay. Also noch einmal. Bei der ersten Kreuzung nach links abbiegen. Vor der Tankstelle nach rechts, dann 200 Meter geradeaus. Gegenüber dem Bahnhof ist ein Café. Dort ist der Treffpunkt. Ich hoffe, er wohnt irgendwo innerhalb der Stadt und nicht weit weg. Irgendwo außerhalb. Komm, fahren wir. Langsam, langsam. Bevor wir irgendwo hinfahren, musst du fragen, ob wir überhaupt kommen können. Und dann möchte ich auch noch meinen Salat essen, bevor wir gehen. Gut, während du isst, frage ich gleich einmal. Park and Ride. Jeden Morgen fährt Hannes mit seinem Auto zum Park and Ride. Das ist ein sehr praktisches Konzept. Er wohnt am Land, aber arbeitet in der Stadt. Von seinem Dorf gibt es keinen Bus und keinen Zug zur Arbeit. Deshalb muss er mit dem Auto fahren und im Stau stehen. An manchen Tagen braucht er 1 Stunde länger, weil in der Stadt so viele Autos sind. Doch die Tage des Staus sind jetzt mit dem Park and Ride vorbei. Er stellt das Auto in der Tiefgarage am Stadtrand ab und steigt dann in die Straßenbahn ein. Die 20-Minuten-Fahrt verbringt er mit Lesen. Das ist so entspannend. Die letzten 2 Monate macht er das schon. Es ist viel besser als früher. Nach einem langen Arbeitstag kommt Hannes heute zurück zum Park and Ride. Er freut sich schon sehr darauf, nach Hause zu kommen. Er geht in die Tiefgarage zu seinem Auto, aber es ist nicht da. Panisch beginnt er zu suchen. Vielleicht ist er im falschen Stockwerk, doch nirgends kann er sein Auto finden. Schließlich ruft er die Polizei. »Mein Auto wurde gestohlen«, sagt er aufgeregt. In diesem Moment fällt es ihm ein. Er hatte sein Auto heute in der 2. Tiefgarage geparkt, in der er noch nie zuvor war. Er entschuldigt sich bei dem Polizisten und geht zu seinem Auto und fährt nach Hause. Sehr peinlich. Wie an jedem Montagabend geht es auch heute wieder um Menschen, die einen besonderen Lebensweg gegangen sind. Als Gast bei uns im Studio begrüße ich Philipp Möller. Hallo, schön, dass Sie gekommen sind, Herr Möller. Hallo. Herr Möller, Sie sind Münchner, leben aber jetzt seit einigen Jahren als Fotograf in Neuseeland. Ja. Sie sind viel in der Welt herumgekommen. Vielleicht erzählen Sie unseren Hörern, wie das alles begonnen hat. Ja, also 1950 wurde ich in München geboren. Mein Vater war Schauspieler, meine Mutter Krankenschwester. Ich bin ins Internat gegangen. Meine Eltern wollten, dass ich das Abitur mache, aber nach 9 Jahren Gymnasium war mir das zu viel Theorie. Und ich habe mich entschlossen, die Welt kennenzulernen, Erfahrungen zu machen, in ferne Länder zu reisen. Für fremde Kulturen habe ich mich schon immer interessiert. Heißt das, Sie haben kein Abitur gemacht? Ja, genau. 1969, so etwa 2 Monate vorm Abitur, habe ich das Internat verlassen und bin nach Marokko, in die Türkei und in den Iran gereist. Ja, und wie ging es dann weiter danach? Sie haben also nach der Schule diese Reisen gemacht und wie war das dann mit Ausbildung oder Studium? Also im Internat hatte ich viele interessante Leute kennengelernt. Da gab es auch Kontakte zur Münchner Künstlerszene. Und als ich dann nach München kam, hatte ich dort bereits einen interessanten Bekanntenkreis. Ich habe mir da erstmal eine Wohngemeinschaft gesucht und habe dann angefangen, als Kameraassistent zu arbeiten. Das muss so 1970 gewesen sein. Heute arbeiten Sie als Fotograf. Wie ist es dazu gekommen? Also, ich habe schon als Kind sehr viel fotografiert. Es gibt sogar ein Bild, wo ich als 4-Jähriger schon mit einer Kamera dastehe. Nach meinen anfänglichen Ausflügen in die Bereiche Film und Video bin ich dann wieder zur Fotografie zurückgekehrt und habe 1973 eine 2,5-jährige Fotoassistenz in einem Münchner Werbestudio gemacht. Ja, und danach habe ich mein eigenes Studio aufgemacht. Das hatte ich 9 Jahre. Und das lief so gut, dass ich mir in diesen 9 Jahren Reisen nach Mexiko und Guatemala und durch ganz Europa leisten konnte. Das
besondere Ziel aber war Indien. Warum gerade Indien? Ich hatte mal einen Dia-Vortrag über Indien gesehen. Aha. Vor allem auch über Tibet. Das hat mich tief bewegt. Und so entstand der Plan, da auch einmal hinzugehen. Und das habe ich dann auch tatsächlich gemacht. Zwischen 1978 und 1984 war ich insgesamt fast 3 Jahre in Indien und Nepal. Da war ich auch als Autor tätig. In dieser Zeit sind 3 Bücher entstanden. Was für Bücher sind das? Das sind 2 Fotobände über Indien, Aha. über Menschen hauptsächlich. Im 3. Buch habe ich indische Heilige fotografiert und interviewt, also journalistisch gearbeitet. Und wie ging's weiter? Was kam nach den Indien-Büchern? Das hatte eigentlich noch mit Indien zu tun. Das Goethe-Institut hat sich für meine Indienarbeiten interessiert. Ah ja. Das war so 1983. Die haben mich dann beauftragt, Ausstellungen mit meinen Bildern zu machen und Fotoseminare mit indischen Künstlern zu leiten. Das war in Delhi, Kalkutta und Bombay. Später bin ich dann für das Goethe-Institut nach Australien und Neuseeland gereist. Auf einer dieser Seminarreisen nach Neuseeland hat man mir einen sehr guten Job an einer Kunsthochschule in Auckland angeboten, als Lehrer für Fotografie. Und da bin ich dann 1989 hingegangen. Erstmal eigentlich nur für ein Jahr, aber daraus wurden dann 5 Jahre. Ja, Sie haben noch gar nichts von Ihrem Privatleben erzählt. Also, ich bin verheiratet mit einer Neuseeländerin seit 1993. Das ist meine 2. Ehe. Ich war vorher schon mal verheiratet, von 1976 bis 1985. Und aus dieser ersten Ehe habe ich auch eine Tochter. Alice ist 1977 geboren und lebt heute in München. Wie kann das funktionieren? Ich stelle mir das sehr schwierig vor für Ihre Frau. Sie sind ja sehr viel unterwegs. Das ist auch ungewöhnlich und, ja, schwierig für eine Beziehung. Aber meine Frau hat sehr viel Verständnis, weil sie auch sehr gern reist. Wie sieht's heute aus? Was machen Sie heute? Also, ich lebe die meiste Zeit des Jahres in Neuseeland. Ich fotografiere und schreibe für Buchverlage und Zeitschriftenverlage, aber auch sehr viel für das Goethe-Institut. Mein Schwerpunkt sind eigentlich Deutschmaterialien fürs Ausland. Und für die Realisierung der Projekte fahre ich dann für ein paar Monate im Jahr nach Deutschland. Immer im Sommer. Das kann ich gut verstehen. Ja, das hört sich alles wirklich spannend an. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Glück und Erfolg, Herr Möller, und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ja, hallo? Anne, bist du noch bei der Besichtigung? Ja, Mama. Das junge Paar ist gerade weggegangen. Wer besichtigt heute noch das Haus? Frau Neuner kommt noch. Ich muss sie jetzt abholen. Zum Glück hat der Regen aufgehört. Waren die Studenten da? Die haben mich angerufen und den Termin abgesagt. Hä? Warum? Weiß nicht. Vielleicht haben sie schon eine Wohnung gefunden. Aber sie wollten doch unbedingt zur Besichtigung kommen. Ach, egal. Mama, ich muss Schluss machen. Ich bin jetzt bei Frau Neuner. Bis später. Hallo, Frau Neuner. Ich bin Anne. Hallo, guten Tag. Wie fanden Sie denn die Gegend? Ach, wunderbar, diese Landluft. Wir haben bisher immer nur in der Stadt gewohnt. Aber es ist sicher nicht ganz einfach ohne Auto, oder? Fährt hier ein Bus? Ja, ich weiß, dass es hier eine Buslinie gibt. Gleich um die Ecke ist die Haltestelle. Ach, das ist ja prima. Was kostet denn eine Monatskarte? Puh, das kann ich Ihnen gar nicht genau sagen. Ich fahre immer mit dem Auto. Ich glaube, sie kostet ungefähr 60 €. Ich kann aber nachher meine Mutter fragen. Sie ist auch immer mit dem Bus gefahren, als sie noch hier lebte. Oh, ja, das wäre nett, danke. So, da sind wir. Ich schließe das Haus mal auf. Sehen Sie? Man steht direkt in der Diele. Hier links ist die große Wohnküche. Ah, das ist ja wirklich sehr ursprünglich. Ja, nicht wahr? Die Fußböden sind alle aus Holz. Wir haben immer Teppiche darüber gelegt. Aber in der Küche hatten Sie keinen Teppich, oder? Nein, das geht nicht wegen des Ofens. Nur dort hinten, wo die Eckbank ist. Da hatten wir immer so einen Stoffteppich, den man waschen kann. Was ist denn das für ein Ofen?
Kann man darauf auch kochen? Ja, natürlich. Es ist ein Holzofen. Man kann, sehen Sie, hier den Topf draufstellen und richtig kochen. Und hier kann man eine Klappe öffnen. Sehen Sie? Und sogar Brot backen. Oh, ein Holzofen. Ist das nicht kompliziert? Ich kenne nur Elektroherde. Da gewöhnt man sich schnell dran. Aber schauen wir doch weiter. Hier neben der Küche ist das Badezimmer. Huch. Ja, man gewöhnt sich daran. Der große Boiler hier wird ebenfalls mit Holz beheizt. Und wo ist die Toilette? Die ist, sehen Sie mal hier aus dem Fenster, auf dem Hof. Sie meinen das Holzhäuschen? Ja, man gewöhnt sich dran. Und hier ist das Schlafzimmer. Das ist aber klein. Und ich sehe hier keinen Ofen. Wie wird denn das beheizt? Wir haben uns immer eine Wärmflasche mit ins Bett genommen. Das ist alles Gewohnheitssache. Ich weiß nicht. Wie groß ist denn das Haus eigentlich? Insgesamt sind es 50 Quadratmeter. Klein, aber fein. Dazu kommt noch der Stall. Der ist recht groß. Es waren einmal 40 Kühe drin. Den dürfen Sie nach Belieben nutzen. Sie haben ja ein Kind, oder? Ja, meine Tochter. Richtig. Wie alt ist sie denn? Sie wird bald 18. Und was macht sie? Geht sie noch zur Schule? Ja, bis nächsten Sommer. Dann hat sie ihr Abitur. Na, das wäre doch perfekt. Bauen Sie doch den Stall für Ihre Tochter aus. Dann hat sie ihr eigenes Reich. Sie sind doch Schreinerin, nicht wahr? Dann können Sie ja viel selber machen. Ja, ich bin Tischlerin. Ach ja, stimmt. Nun, Holz ist Holz, oder? Sind Sie selbstständig? Nein, dazu müsste ich den Meisterbrief haben. Ich arbeite bei Axel Herger Tischlerei in Mannheim. Auch gut. Da weiß man wenigstens, was am Monatsanfang auf dem Konto ist. Und Ihr Mann? Ich bin alleinerziehend. Mein Mann zieht hier nicht mit ein. Na, dann ist das Haus auf jeden Fall groß genug für Sie und Ihre Tochter. Haben Sie Haustiere? Nur ein Aquarium. Das macht ja wenig Lärm. Prima. Obwohl der Lärm hier auf dem Land auch nicht stören würde. Meine Mutter hatte immer Ziegen. Aha, nun, wird hier denn noch irgendetwas renoviert? Ich frage, weil mir die alte Wohnung schon gekündigt wurde und ich dringend etwas Neues brauche. Renoviert? Nein, nur die alten Stromleitungen. Sehen Sie hier, werden noch unter Putz gelegt. Sonst zahlt unsere Gebäudeversicherung im Brandfall nicht. Aber das geht schnell. Das kann mein Bruder am Wochenende erledigen. Gut, das heißt, ich könnte direkt am nächsten 1. einziehen? Das würde ich sagen. Ich muss das alles nur erst mit meiner Mutter besprechen. Ich melde mich am Montag bei Ihnen. Passt das? Ja, das passt. Dann habe ich auch noch ein paar Tage zum Überlegen. Ich muss das mit meiner Tochter besprechen. Anne, sind wir nun mit dem Besichtigen fertig? Wer war denn heute alles da? Frau Neuner, Herr Gabler, das Ehepaar Semmler und die beiden Frauen aus Hannover. Herr Gabler? Wer ist denn Herr Gabler? Den Namen kenne ich gar nicht. Herr Gabler ist der Metzgermeister aus Dorsten. Ach ja, der mit der Dauerwelle. Nein, das ist der Herr Semmler. Der hat die Dauerwelle. Herr Semmler hat eine Dauerwelle? Als Pfarrer? Seltsam. Herr Semmler ist kein Pfarrer, Mama. Herr Semmler ist Friseur. Eine der beiden Frauen aus Hannover ist Pfarrerin. Und die kommen extra zu uns, um zu predigen? Seltsam. Nein, die wollen nicht predigen. Die wollen vielleicht in unser altes Haus einziehen. Mit ihrer Tochter? Nein, Mama. Die Tochter gehört zu Frau Neuner. Das war die mit den Ziegen? Nein, Mama. Die Ziegen hattest du. Die haben wir doch zu Herrn Gabler gebracht, als du ausgezogen bist. Zum Friseur? Was sollen die Ziegen beim Friseur? Mama, Herr Gabler ist der Metzgermeister aus Dorsten. Ach, und der hat jetzt die Ziegen? Ja, so ungefähr. Frau Neuner hat ein Aquarium mit Fischen. Ja, Fische schmecken auch gut. Es war ein langer Tag heute. Ich weiß gar nicht, für wen wir uns entscheiden sollen. Warum geben wir das Haus nicht dem Ehepaar Semmler?
Ein Pfarrer im Ort ist immer gut. Weil Herr Semmler kein Pfarrer ist, sondern Friseur. Und weil der Beruf des Mieters eigentlich egal ist. Mir ist das nicht egal. Ich hoffe, keiner ruft mehr an, der das Haus anschauen will. Wenn ich dir raten darf, nehmen wir Frau Neuner. Die braucht dringend eine neue Wohnung. Und sie war sehr nett. Nicht so schnell, junge Dame. Ein weiblicher Metzger ist mir etwas unheimlich. Und dann noch mit Dauerwelle. Außerdem hat vorher noch der Neffe vom Bürgermeister angerufen. Er möchte vielleicht den ganzen Bauernhof kaufen. Mit dem müsstest du nachher nochmal nach Kleindorf gehen und ihm das Haus zeigen. Also gut. Verkaufen wäre vielleicht auch die allerbeste Lösung. Fahrscheine bitte, Fahrscheinkontrolle. Wie bitte? Ich verstehe nicht. Haben Sie einen Fahrschein? Ich muss Ihren Fahrschein kontrollieren. Ah, ja, sofort. Einen Moment. Wo ist er nur? Ich habe einen Fahrschein, ganz sicher. Warten Sie bitte. Vielleicht ist er hier. Ich habe ganz sicher einen Fahrschein. Da muss er sein. Sie brauchen einen Fahrschein. Ich muss Ihren Fahrschein sehen. Ja. Ich glaube, er ist weg. Kann ich jetzt bei Ihnen einen neuen Fahrschein kaufen? Nein, das ist zu spät. Sie müssen 70 € zahlen. 70 €? So viel? Ja, Sie haben keinen Fahrschein. Das kostet 70 €. Aber... Entschuldigen Sie, Psst, Lisa. Entschuldigen Sie, ich habe einen Extra-Fahrschein. Hier, bitte. Ist der Fahrschein für die Dame? Ja. Na gut. Hier ist ein Fahrschein für Sie. Oh, vielen Dank, das ist sehr nett. Ist jetzt alles in Ordnung? Ja, okay. Alles in Ordnung. Fahrscheinkontrolle. Ich muss deinen Fahrschein sehen. Einen Moment. Wo ist... Ach, Lisa. Mensch, habt ihr schon die erste Nummer vom Tintenfisch gesehen? Einfach toll. Tintenfisch? Tintenfisch, was ist denn das? Na, die neue Schülerzeitung. Hast du die noch nicht gesehen? Nee, was ist denn damit? Die ist doch gestern auf der Schulfete verteilt worden. Warst du nicht da? Nee, ich war doch krank gestern. Ich glaube, es gibt noch welche. Und du, wie findest denn du die erste Nummer? Ich find's super, dass es den Tintenfisch gibt. Da kann man denen mal richtig so die Meinung sagen. Wem willst denn du die Meinung sagen? Na, dem Direx und dem Schulz, dem Englischlehrer. Der nervt mich voll. Und wie findest du, was der Ralf über unsere Schule geschrieben hat? Sein Artikel ist der beste. Was der Ralf da schreibt, das stimmt einfach. Da muss mal was passieren. Alles ist trist und langweilig hier. Grau in Grau und schon ziemlich heruntergekommen. Da muss mal ein bisschen Farbe her. Wir könnten ja einen Schulverschönerungsverein gründen. Was? Einen Schulverschönerungsverein. Ich glaube, ich habe Lust, bei der nächsten Nummer mitzumachen. In Deutsch habe ich ja eh eine 1. Und vielleicht will ich ja mal Journalist werden. Ach nee, das ist nichts für mich. Ich schreibe nicht so gern. Aber die suchen noch welche, die mitmachen. Für mich ist das auch nix. Ich mache lieber Sport. Martina, was möchtest du werden? Mein Traumberuf ist Reiseleiterin. In der Welt herumreisen und dafür noch Geld verdienen. Man kann neue Länder, neue Städte kennenlernen. Aber die Arbeit einer Reiseleiterin ist sehr anstrengend. Das weißt du doch, oder? Ja, das weiß ich. Man ist oft unterwegs, manchmal 3 bis 4 Wochen. Man ist für alles verantwortlich. Und ich weiß auch, dass manchmal die Touristen einem auf die Nerven gehen. Aber Martina, du willst Reiseleiterin werden und du sagst, dass die Touristen einem auf die Nerven gehen? Manchmal, wenn sie zum Beispiel alles wissen wollen. Oder wenn sie ein Problem haben, egal welches, dann wenden sie sich immer an den Reiseleiter. Und woher weißt du das? Hast du schon mal als Reiseleiterin gejobbt? Nein, noch nicht. Ich bin erst 17. Aber eine Cousine von mir arbeitet als Reiseleiterin und hat mir davon erzählt. Und ich finde diesen Job sowieso interessant. Ich verstehe. Und sag mal, Martina, um Reiseleiterin zu werden, braucht man gute Sprachkenntnisse.
Wie viele Sprachen sprichst du? Also, Englisch kann ich schon ziemlich gut. Letzten Monat habe ich auch mit Spanisch angefangen. Und nächstes Jahr möchte ich auch Italienisch lernen. Gut, Martina, ich wünsche dir viel Glück. Danke. Frau Schneider, Sie sind Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache, nicht wahr? Richtig. Und wo arbeiten Sie? In einer internationalen Sprachschule in Freiburg. Das heißt, ich unterrichte ausschließlich Ausländer, die nach Deutschland kommen, um Deutsch zu lernen. Und das schon seit circa 10 Jahren. Sind Sie mit Ihrem Beruf zufrieden? Ja, ich muss sagen, dass mir die Arbeit Spaß macht. Ich arbeite gern mit Jugendlichen, denn es sind Jugendliche so zwischen 14 und 17, die unsere Deutschkurse besuchen. Und woher kommen die Leute? Aus allen möglichen Ländern, aus Italien, aus Spanien, aus der Türkei, aus Marokko und in den letzten Jahren auch aus Osteuropa, wie zum Beispiel aus Polen, Bulgarien und einige sogar aus Japan. Was gefällt Ihnen am besten an Ihrem Beruf? Der Kontakt mit den jungen Leuten. Ja, das ist für mich sehr wichtig. Gibt es manchmal Probleme in der Klasse? Ja, natürlich gibt es auch Probleme. Manchmal passiert, dass ich die ganze Zeit spreche und die Schüler sitzen still da, sagen kein einziges Wort. Das ärgert mich. Oder ich bringe Bilder, Lieder, authentisches Material oder wir machen Spiele. Und trotzdem arbeiten die Schüler nicht. Sie wollen nicht mitmachen, sie haben keine Lust. Keine Ahnung. Gibt es sonst noch Probleme? Oft machen nur wenige Schüler die Hausaufgaben. Da muss ich alles nochmal erklären. Aber wie gesagt, das gehört sowieso zu meinem Beruf. Und trotz allem liebe ich meinen Job. Ich könnte mir nicht vorstellen, als Deutschlehrerin an einer normalen Schule zu unterrichten. Deutsch lernen durch Hören.